Hallihallo und Hallöchen zu einer neuen Folge ich wollte schon Amnesia sagen, zu Amnesia The Dark Descent. Wir haben ja die Säure in der letzten Folge erstellt und ich weiß nicht, was wir damit machen sollen, deswegen... wahrscheinlich können wir das auflösen. Mit der Säure. Da frage ich mich aber gerade, können wir das theoretisch da hinten auch benutzen? Nee, ich glaube nicht, nee. Ich glaube, da geht's nicht. Nee. Okay, dann geht's nach unten zur Raffinerie. Schauen wir mal, was da auf uns wartet. Wir sollen ja in die Heiligtümer, das innere Heiligtum. Da kommen wir ja langsam hin. Nach einem dreitägigen Aufenthalt in Algerien wurde schließlich ein Segelboot arrangiert, das ihn über das Mittelmeer nach Gibraltar bringen sollte. Als er britisches Territorium erreichte, musste nur noch eine Kabine auf der SS Hortensia nach London reserviert werden. Oh, shit. Oh, shit. Warte mal. Nein. Ah ja, okay. Da gab's doch... Wir gehen einfach mal nochmal zurück. Ich hoffe, er hat noch nicht gespeichert. Im Labor gab's doch unten noch das Ding. Ich glaube zwar nicht, dass wir... Okay, wir kommen nicht mehr hin. Schade. Im Labor gab's ja unten dieses Öl. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason? For the darkness, that is. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Ja, wenn ich was sehen würde, könnte ich das machen. Danke. Jetzt geht's wieder. Was ist das? Okay, wir dürfen nicht stehen bleiben, hat er gemeint. Ich hätte gern ein bisschen Öl oder so. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Der Typ kriegt gleich Hallos. Ich glaube nicht, dass wir das überleben. Weil ich nichts mehr habe, um mich geistig zu beruhigen. Und ich sehe so gut wie gar nichts. Oh ja, danke. Komm schon. Licht, Licht. Gut. Darf nur nicht zu lang warten, sonst ist mein Licht wieder weg. Ah. 22nd of June, 1839. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't.
pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? Möglich. Muss aber nicht sein. Alles ist gut, alles ist gut. Jede Zelle meines Körpers fühlt sich glücklich. Jede Zelle meines Körpers fühlt sich gut. So ähnlich könnte man den Zustand jetzt beschreiben. Ich habe keinen Plan, wo wir hin müssen. Okay. I. Okay. Geht doch weg. Machen die mich gerade kaputt? Nee. Sehr gut. Da unten ist noch was. Das nehmen wir mit. Die Zunderbüchse. Da ist noch ein Brief. Punkt, genau, okay. 25th of June, 1839. I feel the need to continue this journal, even though it was intended for my journey to Africa. This must be something very important. I just know it. I've taken it upon myself to piece the orb back together, but it's been more difficult than one might think. The pieces are behaving strangely. They seem to change color, shape, and texture, but ever so slightly. Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today, I confirmed my suspicions. They were changing. I was terrified and rushed off to see the finest geologist in London, Sir William Smith. I approached the subject with care, and we discussed how rocks change form. He told me about the nature of glass, how it eventually collapses on itself, like ice slowly melting over the course of centuries. Smith eased my mind a bit, but I can't escape the feeling that these shards have otherworldly properties. Wird das besser, wenn wir jetzt einfach hier stehen bleiben mit dem geistigen Zustand? Wir haben auch fast kein Öl mehr. Ich habe nicht das Gefühl, dass das gleich besser wird. Gib mir doch bitte irgendwas, damit ich wieder gut bin. Ja. Danke. So was habe ich gesucht. Ich sehe zwar nicht viel, aber was ich sehe, ist, dass ich hier hin muss. Jetzt hier erstmal die Tür freimachen. Und dann drehen. Was blockiert denn da? Achso. Nee.
Ruhe. Oh Gott, man sieht fast nichts. Ich glaube nicht, dass ich so das Rätsel lösen werde. Na komm, geh da hoch. Oh, ist das grausam. Das da oder was? Okay, dann gehen wir da mal hoch. Dann nehmen wir eben das. Mal kann ich das nicht anfassen und schieben. Okay, dann muss ich dich doch nehmen, Fass. Dreh dich mal. Ich brauche irgendwas zum Stapeln. Ich brauche mehr zum Stapeln. Wo ist er denn jetzt? Ah, guck mal da. Hey, ist es weg? Gut. Ah, uns geht's besser. Und drehen, drehen, drehen. Muss noch weiter? Nee, ist fertig. Und kurz, ob dahinter was liegt. Ach, schau mal, hier eine Truhe, die habe ich übersehen. Meins, meins. Weg. Nerv nicht. Alles weg da. Wow. Das verstehe ich immer noch nicht. Warum man da dann immer einige gezimmert kriegt. Aber ich glaube, das gehört einfach so zum Spiel. Man soll ja auch ein bisschen Schaden nehmen. Wo geht's dahin? Kellerarchive. Es brach durch die Oberfläche. Das Wasser des dunklen Atlantiks nahm ihm die Luft, als er versuchte, die Situation zu begreifen. Oh, Licht, sehr geil. Das wird aber gleich aus sein. Sag ich doch. Und plötzlich ist alles nass. Was auch immer du bist, hau ab. Ich weiß ja nicht mal, nach was ich suche. Das war schon mal nicht. Geh doch weg.
mag dich nicht. Was auch immer du bist, ne? Ey, geh einfach weg. Wow. Oh, das war knapp. Wie ein schweres Tor. Wie kriege ich ein schweres Tor auf? Kapiere ich nicht. Achso, es muss einen Öffnungsmechanismus geben. Ja, klar. Ich dachte vielleicht, der ist hier irgendwo in der Nähe. Mich verarschen, hm? Ist nur die Frage, bleibt das offen? Alter, das Ding ist fast leer. Na gut, aber ich sehe ja eigentlich so genug. Jappa. Spring, mein Freund. Kann ich das nehmen? Also es ging ja vorhin. Na, nimm's auf. Danke. Das ist nicht das Öl, das ist das Öl. Ah, ich hab's hinter mir gehört. Oh Gott, jetzt darf ich auch noch nach unten. Eigentlich habe ich den da hinter geworfen. Komm schon. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hilfe. Oh ja. Ah. Was? Totes Fleisch kann ablenken wirken. Ja, habe ich ja gemacht. Ich sehe sie auch nicht. Ich hoffe, bin nicht nochmal von Anfang. Danke. Das ist nett. Ich komme nicht mehr raus.
mach mal. Achso, ich hätte warten müssen, bis es frisst, ja. Ach, komm schon. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Ist gar keine mehr da? Anscheinend. Danke. Das ist echt nett. Okay. Raus da. Was ist das? Hohle Nadel. Eine starke chirurgische Nadel. Alles ist gut. Leichte Kopfschmerzen. Soll ich dir was sagen? Ich muss pinkeln. Das macht das Spiel nicht besser. Okay, wir gehen da rein. Gut, dann so. Nimm mal die Nadel. Etwas Großes glitt an seinem Bein entlang und er fühlte, wie er von der Strömung des Monsters mitgezogen wurde. Er drückte sich an die Oberfläche. Hilfe! Schrie er und der Ozean verschlang ihn erneut. So, wir sind voll. Ich hoffe, das war's jetzt mit den Viechern. Das macht keinen Spaß. Das sieht so aus. Weg! Das hat nichts mit Angst zu tun. Das ist einfach nur wegrennen. Hilfe! Okay. Bin nur gespannt, ob es mich hier erwischt. Aber eigentlich ja nicht. Aua. Nein! Ich glaube, da ging's raus. Ach, blockiere den Weg. Oh Gott, ich habe vergessen, die Tür zuzumachen. Ich mag solche Stellen nicht. Da kommt es immer auf Skill an und Skill habe ich nicht. Komm, geh auf. Renn, renn. Ich lauf diesmal da lang. Komm, mach zu. Hintere Halle, los rein da.
Er fühle, wie er aufs offene Meer getrieben wurde. Der lackierte Rumpf der SS Hortensia glänzte im sanften, warmen Gelb der untergehenden Sonne. Er wandte seinen Kopf zum Rückenozean in Richtung der portugiesischen Küste und fragte sich, ist das wieder ein Traum? I don't know. Wow. Das ist hübsch. Das ist so hübsch, dass ich nicht weiß, was ich machen muss. So, ich schau mal schnell auf die Uhr. Haben noch ein bisschen. Ich frage mich echt, wo wir sind. Lagerraum. Ja, wir sind im Lagerraum. Er stieg aus dem Bett und sah aus dem Fenster. Es war völlig dunkel. Er wartete, blickte auf die alte Uhr und wartete noch etwas länger. 4 Uhr, dachte er. Das ist genug. Ja, sie ist leer. Sehr geil. Merkwürdig und unnatürlich. Das stimmt, da gehe ich lieber wieder. Ohne Licht gehe ich da nicht durch. Ist das wieder ein Traum? Dachte er und schrie aus vollem Hals. Komm schon, kick die Tür auf. Gästezimmer. Gut, schauen wir uns halt erstmal hier um. Herberts Gepäck war mit einem Seil umwickelt. Der Verschluss war aufgebrochen worden, vermutlich von Dieben, wie er annahm. Er fragte sich, ob noch irgendetwas erhalten geblieben ist, als er daran dachte, durch wie viele Hände es schon gegangen war. My journal is gone. What would they want with my journal? Du, das weiß ich auch nicht. Aber es ist schön, dass hier mal wieder ein bisschen heller ist. Nein. No. Da unten vielleicht. Nein. Es werden wahrscheinlich immer wieder Gegner auftauchen. 2nd of July, 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Brechstange. Ich frage mich ja, wie das Spiel hier dann ausgeht. Also es gibt ja noch einen zweiten Teil, das ist ja schon lange bekannt. Und da muss ja auch irgendwie weitergehen damit. Oder es ist halt komplett was anderes. 3rd of July, 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colourful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber,
Herbert dryly states, recovered Daniel after 1 hour of entrapment. This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Das ist eine gute Frage. Das ist so eine gute Frage, dass wir die vielleicht erst in der nächsten Folge beantworten werden. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Lass mir doch bitte ein Like und einen Kommentar. Und wir schauen in der nächsten Folge, was hinter dieser Tür versteckt ist. Bis dahin, tschüss.